Wenn du dich auch fragst, was denn eigentlich diese Dailies sind, die ich zum Beispiel jeden Tag mache und wie man sie am besten machen sollte, das alles in diesem Video. Und zwar ist das Ganze ziemlich simpel. Also ich zumindest, wenn ich von Dailies rede, meine ich in aller Regel die Tower Dailies. Es gibt noch ein paar andere Dailies im Spiel, das ist ganz richtig. Also Dailies ist nicht gleich Dailies. Aber in der Regel, wenn jemand von Dailies machen redet, dann meint er in der Regel die Tower Dailies. So würde ich es zumindest auslegen. Die anderen Dailies zeige ich euch auch noch kurz. Was es sonst noch darunter zu verstehen gäbe, ist unter Taste U drücken. Standardbelegung natürlich nur, außer ihr habt es geändert. Taste U Spielzeit, das sind die Daily Spielzeitbelohnungen. Hier kann man Power-Ups bekommen, einerseits für 40 Minuten online sein, also insgesamt 40 Minuten online sein, oder halt für eine 5 Tage hintereinander einloggen. Streak resettet immer um 0 Uhr, also um Mitternacht, und da kann man zum Beispiel Power-Ups bekommen. Andere Dailies wären dann noch die Battle Pass Dailies, also beim Battle Pass gibt es ja verschiedene Aufgabentypen, unter anderem einen täglichen. Auch hier könnte man von Dailies machen reden, aber in aller Regel meint man damit eigentlich den Tower. Und so ich eben auch. Den Tower findet ihr in Nordflaris hier. Ist eigentlich nicht zu übersehen, da stehen meistens auch sehr viele Charakter davor, so wie jetzt zum Beispiel. Also das erkennt man in der Regel daran, dass da einfach sehr viele Charakter geparkt sind, die auf den nächsten Tower Reset warten oder gerade erst fertig geworden sind oder wie auch immer. Und der Tower ist einfach ein folgendes Konstrukt in Flyf. Es ist eine Art Dungeon, oder es ist ein Dungeon, wenn man es genau nimmt. Aber es ist quasi, wie gesagt, eigentlich dafür da, dass man diese täglichen Aufträge erledigt. Diese täglichen Aufträge bekommt man von diesem NPC, östlicher geheimer Raumverwalter. Der Name auf Deutsch ist ein bisschen cringe, aber ist egal. Jedenfalls, ihr klickt auf Dialog und dann auf Quest. Ich jetzt für meinen Teil, ich habe es jetzt schon angenommen, aber ist ja egal. Ich kann es auch wieder abbrechen oder nochmal annehmen. Bei Dailies ist das egal. Habt ihr jetzt die Quests für Level 126, 128, 130 und 132. Das Ganze beginnt mit Level 86. Also ihr müsst mindestens Level 86 mit jedem eurer Charakter sein, um die früheste Tower Daily, die es eben für Level 86, freischalten zu können. Und danach folgt das Ganze immer dem gleichen Schema. Also ihr startet auf F1, das seht ihr nochmal in der Übersicht. Und zwar hier Minimum Level 86, Maximum Level 95. Startet auf F1, dann geht's weiter, F2, das war jetzt der Party-Modus, da komme ich gleich noch zu, was das ist. 3, 4 und 5. Schlussendlich 5 ist Open End, da gibt es nur ein Mindestlevel von 126, kann man auch noch mit 159 rein. So, wie das funktioniert, ist folgendermaßen. Ihr bekommt, wie ihr es hier schon gut sehen könnt, alle 2 Level eine weitere Quest. Das heißt, auf Level 86 habt ihr logischerweise nur die Quest für Level 86. Auf Level 88 bekommt ihr dann die zweite Quest dazu. Auf Level 90 die dritte und auf Level 92 die vierte. Jede dieser Quests gibt eine unterschiedliche Anzahl an XP und Penya-Belohnungen, also eine unterschiedliche Höhe an Belohnungen. Und wenn ihr Level 92, wie gesagt, erreicht habt, dann habt ihr erstmal alle Quests für diesen Bereich, also für Tower F1-Bereich, freigeschaltet. Die behaltet ihr dann bis einschließlich Level 95. Und wenn ihr dann Level 96 erreicht, startet ihr auf F2 neu und habt wieder nur eine Quest und schaltet alle 2 Level wieder eine Quest frei. Bis 105, auf 106, resettet es dann wieder, dann startet ihr wieder erstmal noch mit einer Quest und so weiter. Ist immer das gleiche Prinzip, ist relativ einfach zu verstehen eigentlich, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Und ist wichtig, oder sagen wir nicht so ultra wichtig, aber es ist eine gute Möglichkeit, sehr viel zusätzliche XP zu bekommen für verhältnismäßig wenig Aufwand. Weil alles, was man machen muss, ist im Tower dann 50 Monster zu töten. Und jede zweite Quest, also die erste Quest ist immer 50 Monster, die nächste Quest ist ein Giant. Die Quest darauf ist dann wieder 50 Monster und die Quest danach, also die letzte Quest, ist dann wieder ein Giant. Seht ihr hier auch, also ich muss 50 Ganessas töten und dann den Giant Ganessa. Da muss ich 50 Gorgovs töten und dann Giant Gorgov. Und so ist es auf jeder Ebene. Ihr müsst immer 50 von den Monstern töten. Small Captain, normal ist übrigens egal, vollkommen Wurst. Und dann den Giant. Der Giant zählt übrigens auch zu den 50 Monstern, interessanterweise. Genau, und das ist eigentlich auch schon alles, was man machen muss, oder wie das so grundsätzlich funktioniert. Und dann gibt es jetzt eben noch diese unterschiedlichen Modi, Party-Modus und Solo-Modus. Das ist jetzt halt wichtig für Leute, die mit mehreren Charaktern spielen, wie jetzt in meinem Fall. Ihr seht, in meiner Party sind gerade 6 Leute. Könnt euch aber auch vorstellen, wenn 8 Leute drin wären, wäre es genau das gleiche. Also ich muss jetzt logischerweise in den Party-Modus, weil ich will mit 8 Chars rein, oder mit 6 Chars, und die sind alle auf dem gleichen Level, wie ihr sehen könnt, 144 in meinem Fall. Und logischerweise muss ich dann den Party-Modus auswählen. Den kann man auch tatsächlich nur betreten, wenn man in der Party ist. Wenn man nicht in der Party ist, kann man den gar nicht betreten. Der Unterschied zum
normalen Modus ist folgender. Im normalen Modus habe ich niedrigere Eintrittskosten, in dem Fall von statt 200k nur 100k, und man muss auch nur die Hälfte der Monster töten, damit die Giants spawnen. Also ihr müsst 50 Monster töten, damit der Giant spawnt in dem Solo-Modus, und wenn ihr in den Party-Modus reingeht, dann müsst ihr 100 Monster töten. Das ist eigentlich der entscheidende Unterschied. Das Wichtigste aber steht hier tatsächlich nicht. Das Wichtigste ist nämlich, dass wenn ihr in den Solo-Modus geht, dann verliert ihr eure Buffs nicht. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel 2 Charakter habt und der eine erreicht Level 86 und euer zweiter Charakter ist aber erst Level 71 oder so, dann kann der ja nicht mit in den Tower. Er muss ja auch Level 86 sein, wie wir schon gesehen haben. Vor Level 86 kein Eintritt in den Tower. Das ist übrigens unabhängig davon, ob ihr die Quests habt oder nicht. Also theoretisch, wenn es ein Schaf 4 Quests hat und der andere hat nur eine Quest, die können trotzdem zusammen. Wichtig ist, dass sie im gleichen Levelbereich sind, zum Beispiel in dem Fall 86 bis 95. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Solo bin und denke mir dann, ja gut, okay, dann gehe ich jetzt da rein, Party-Modus, und dann sehe ich, oh, ich habe meine Buffs verloren, das kann ich ja gar nicht machen. Da ist wichtig, dass ihr dann wirklich auch in den Solo-Modus geht, weil dafür besteht der Solo-Modus. Denn wenn ihr euch vor dem Solo-Modus bufft, behaltet ihr die Buffs, wenn ihr dann reingeht. Also Solo-Modus reingehen bedeutet Buffs behalten und weniger Monster töten. Party-Modus bedeutet, Buffs verliert man verliert seine Buffs und muss doppelt so viele Monster töten. Das ist eigentlich der weltbewegende Unterschied. Und da ist es halt wichtig, dass wenn ihr den Tower machen wollt, dass ihr halt, wie gesagt, mit mehreren Charaktern immer einen Ringmaster dabei habt. Ganz wichtig, ich meine, es ist immer wichtig, in Fly einen Ringmaster zu haben, davon mal abgesehen. Und dass ihr eben das nicht vergesst, dass ihr eure Buffs verliert, wenn ihr da eben reingeht. Und zu guter Letzt ist dann noch interessant, dass wir hier natürlich Party Share haben. Das heißt, ich muss jetzt mit meinem Elementor die Monster töten und alle meine anderen Chars, solange sie mit mir zusammen in den Party-Modus gehen und mir hinterherlaufen, bekommen die Monster-Kills für ihre Quests gut geschrieben. Das bedeutet, ich töte insgesamt 200 Monster im Tower F5 Party-Modus und 2 Giants und bekomme aber 6 Mal die Belohnung dafür, obwohl ich es nur einmal gemacht habe. Also auch hier wieder ein extremer Vorteil, wenn man viele Charakter auf einem hohen Level hat. Und das war es eigentlich so im Grundsätzlichen. Ich zeige euch jetzt noch, wie das Ganze funktioniert. Ich denke mal, das haben die meisten bei mir schon gesehen. Ich probiere es irgendwie im Schnelldurchlauf zu machen oder so. Aber damit ihr euch vorstellen könnt, wie das dann aussieht. Und zu guter, also jetzt aber wirklich das allerletzte, ein Tipp für euch, wenn ihr jetzt zum Beispiel die 8-Char-Strategie oder eine ähnliche Strategie fahrt und ihr habt jetzt zum Beispiel einen Charakter auf 144 und die anderen sind aber, ja, aber ist jetzt nicht so ein gutes Beispiel. Sagen wir, ihr habt einen Charakter auf 119 und die anderen sind Level 100. Das bedeutet, 119 wäre jetzt hier Tower F4, Level 100 wäre noch Tower F3. Nee, Level 100 wäre sogar noch Tower F2. Egal. Jedenfalls wären sie nicht auf der auf der gleichen Tower-Ebene. Was macht man dann? Also ich habe das Problem so gelöst. Ich habe nicht darauf verzichtet, den Tower zu machen, sondern ich habe es so gemacht. Mein Elementor hat den Tower entweder solo auf F4 zum Beispiel gemacht. Ich habe ihn vorher gebufft und er ist solo rein. Oder habe bei meinem Elementor schlichtweg darauf verzichtet, weil sich Solo nicht so sehr lohnt, meiner Meinung nach, wenn ich normalerweise mit 8 Chars spiele. Und habe dann meinen Psykeeper genommen. Oder Ranger geht auch, wunderbar. Psykeeper oder Ranger, Hit and Run. Und rüste den grundlegend aus. Ranger wäre jetzt sowas wie Okas Set und ein Angel Bow zum Beispiel. Psykeeper wäre, sagen wir, wenn er jetzt Level 105 ist, oder sagen wir, er ist Level 75, Roches Set, oder Level 86 plus, Roches Set und ein Historic Wand, clean, oder beides plus 5 oder so. Nichts Aufwendiges, wirklich nicht viel machen. Das reicht in der Regel, um den Tower absolvieren zu können. Vor allem ist auch noch interessant, ich komme gar nicht mehr raus aus dem Reden, die Giants im Tower, die heißen zwar Giants, aber das sind gar keine Giants. Das sind nur Monster mit extrem viel HP und Angriff. Jetzt denkt ihr euch, wie lustig, jeder Giant ist nur ein Monster mit ganz viel HP. Nein, das meine ich wirklich so. Es ist nämlich tatsächlich so, dass die Giants permanent gestunt, geslowed oder geroutet werden können, wie ein normales Monster. Und dann ist es so, dass es wirklich nur ein Monster mit extrem viel HP ist. Wir können zum Beispiel beim Psy Satanology einsetzen und dann ist das Monster permanent locked in place, kann sich nicht mehr bewegen, kann nicht auf euch zulaufen, wird nicht schneller, wird nicht stärker und macht keine besonderen Skills. Ist also wirklich einfach nur ein starkes Monster im Endeffekt, wie so ein Super-Captain oder so. Und dann könnt ihr als Fernkämpfer, Ranger oder Psy, das Monster ganz chillig in 5 Minuten töten und es sollte normalerweise eigentlich auch funktionieren. Vor allem habt ihr den Link-Attack-Bonus in der Regel mit mindestens 7 Chars und dadurch einen ganz guten Angriffsbonus noch oben drauf.
So habe ich das gemacht und jetzt zeige ich euch noch, wie gesagt, wie das funktioniert. Also, wir drücken einfach hier auf Party und dann kommt das Pop-up, Warnung, du bezahlst 200.000 Penya und let's go. Jetzt denkt sich vielleicht noch der eine oder andere, oh, okay, 200.000 Penya ist ja ganz schön teuer. Mit 8 Chars wären das ja dann schon 1,6 Millionen Penya. Ich kann euch beruhigen, die Anzeige mit dem Penya kommt immer, aber nur der Char, der den Dungeon oder den Tower Dungeon, whatever, öffnet, zahlt auch tatsächlich die Eintrittsgebühr. Das heißt, wenn ihr jetzt mit 8 Chars reingeht, dann zahlt der erste 200.000 und die anderen zahlen absolut gar nichts. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Abgesehen davon, selbst im Low-Level bekommt man schon als insgesamte Belohnung, glaube ich, über 200.000 Penya. Und die Eintrittsgebühr ist niedriger, davon abgesehen. Also ihr würdet immer positiv rausgehen. Also ihr würdet niemals Geld verlieren, selbst wenn ihr mit 8 Chars, also zumindest vorausgesetzt, ihr habt mindestens 2 Quests, glaube ich. Aber grundsätzlich, wenn ihr mit mehreren Charaktern rausgeht, habt ihr eigentlich immer einen Profit. Ihr droppt in dem Dungeon nämlich auch Items. Also in der Regel droppt ihr auch ein paar NPC-Items. Also Minus machen ist hier eigentlich fast unmöglich. Also zumindest Penya. XP könnte man natürlich verlieren, wenn man zu oft stirbt. Aber wie gesagt, und dann geht ihr hier einfach rein. Ich meine, ich bin jetzt natürlich ein bisschen overlevelt, muss man dazu sagen. Tower F5 ist ja eigentlich ausgelegt bis 140 in den Bereich. Danach müsste eigentlich Tower F6 kommen, aber die gibt es noch nicht, falls die jemals kommt. Deswegen geht man dann weiter in Tower F5. Die XP-Belohnungen sind natürlich nicht mehr so hoch, aber es lohnt sich meiner Meinung nach trotzdem noch extrem. Und ja, ihr könnt dann einfach ganz normales Hit and Run machen. Also die Mobs im Tower sind mal mehr, mal weniger gut bestückt mit einer Mobdichte. Also ihr seht, die Ganessas sind jetzt auch nicht so gut, nicht so schlecht wie F4 Mobdichte technisch, aber sind auch nicht so gut, zu vergleichen mit den Gorgov zumindest. Also ja. Aber ihr seht jetzt hier diese Übersicht, ihr habt dann 25 Minuten die ersten 100 Monster zu töten, dann habt ihr 5 Minuten für den Giant, wenn ihr den besiegt, habt ihr wieder 25 Monster, also es fängt immer neu an zu zählen, also nicht die gleichen 25 Minuten nochmal, sondern neue 25 Minuten, um den ersten Giant zu töten, um die ersten 100 Monster zu töten, dann 5 Minuten für den ersten Giant, dann wieder 25 für die nächsten 100 Monster und dann wieder 5 Minuten für den letzten Giant. Funktioniert auf jeder Ebene gleich, nur die Monster werden halt logischerweise immer stärker, aber ihr werdet ja auch in der Regel immer stärker. Und ja, das war eigentlich so alles Interessante, alles Wichtige. Dann ist jetzt einfach nur noch langweiliges Monster-Killen, sag ich mal. Interessant ist noch vielleicht, dass die Monster im Tower als recht stark gelten. Also vor allem für Low-Level-Spieler könnte das vielleicht überraschend werden. Also die Giants hier, sie sind zwar grundsätzlich keine richtigen Giants, aber sie machen, wie gesagt, erhöhte HP und vor allem erhöhter Schaden. Also sie machen wirklich viel Schaden. Da muss man aufpassen. Und auch die normalen Monster sind hier relativ stark. Also man sollte sich, vor allem als Run-Spieler, nicht dazu verleiten lassen, hier unvorsichtig zu sein. Und grundsätzlich auch als 1v1 oder einfach generell als Spieler sollte man hier wirklich aufpassen, dass man die Monster nicht unterschätzt am Anfang, wenn man das erste Mal reingeht. Erst wenn man weiß, okay, die machen mir nichts, dann kann man vielleicht da ein bisschen unvorsichtiger sein. Aber grundsätzlich würde ich das hier nicht riskieren, weil wenn man hier stirbt, ist echt ärgerlich. Vor allem, weil wenn man mit mehreren Chars reingeht, ist es meistens so, wenn der Main-Character stirbt, sterben alle Charakter so ungefähr. Und das kann man definitiv vermeiden, indem man einfach von Haus aus vorsichtig ist, weil man einfach auf dem Schirm hat, okay, die Monster sind echt stark. Gut, dann skippe ich mal bis zum nächsten Giant. So, und wenn ihr dann die 100 Monster getötet habt, kommt dieses Pop-up, 5 Minuten verbleiben zum Töten von Giant Ganessa. Hier ist noch ein wichtiger Hinweis dafür für den Giant. Der Giant spawnt in der Regel immer bei den Captain-Monstern. Und grundsätzlich könnt ihr euch eigentlich sofort merken, wenn ihr den Giant seht, der ist Pi mal Daumen oder zumindest immer im ungefähr gleichen Bereich. Also der Giant Ganessa für den Tower F5 jetzt, der ist immer bei den Captain. Sicherlich, manchmal ist er in der Ecke, manchmal ist er in der Ecke, manchmal ist er da. Ja, aber er ist immer bei den Giants. Und das ist grundsätzlich bei jeder Tower Stage so. Mir fällt jetzt gerade zumindest keine Ausnahme dafür ein. Und das ist noch so etwas, wo man sich auf jeden Fall merken kann, weil die 5 Minuten können durchaus knapp werden. Also ihr solltet wirklich gucken, dass ihr sofort, wenn das letzte Monster stirbt, beim Giant seid. Außer ihr seid so schnell, dass es euch nicht juckt. Dann passt es natürlich auch. Aber wenn ihr zeitlich Probleme habt, dann müsst ihr halt immer gucken, okay, letztes Monster erst töten, wenn ihr im Raum seid, wo der Giant höchstwahrscheinlich spawnt oder wo er eigentlich spawnen sollte. Genau. Dann habe ich den Giant jetzt mit meinem Blade getötet, aber der hat ja auch die Quest, deswegen ist das jetzt Wurst. Und jetzt seht ihr 25 Minuten. Und die 25 Minuten fangen wirklich nochmal von neu an. Und jetzt können wir nochmal 100 Monster töten. Oder was heißt können? Müssen wir nochmal 100 Monster töten. Und dann passiert das Gleiche im Endeffekt mit dem letzten Giant. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht nochmal unbedingt zeigen, weil es einfach 1:1 das Gleiche ist. Und das war's dann im Endeffekt. Dann gehen wir raus und geben unsere Quests ab. Und boom, fertig. Wir kriegen 8-mal oder in meinem Fall jetzt 6-mal oder in eurem Fall vielleicht 2-mal
Die Tower-Belohnungen, obwohl wir sie effektiv nur einmal gemacht haben, über Party Share wird das, vorausgesetzt alle haben die gleiche Quest und so angenommen, geteilt. Und ja, das war's im Endeffekt. Also es ist wirklich etwas, was man definitiv machen sollte. Die Dailies von Tower, die bringen einen XP-technisch weiter, die bringen einen Penya-technisch tatsächlich nicht so sehr weiter am Anfang, aber später ab Tower F5 ist es so, dass ihr Pi mal Daumen 2 Millionen Penya pro Charakter bekommt. Ist tatsächlich ein kleines bisschen mehr sogar. Und ja, das ist durchaus empfehlenswert. Also ich mache dadurch jeden Tag über 30 Millionen Penya und ich muss tatsächlich sagen, fast 50% meines Einkommens momentan ist einfach nur Tower Dailies machen. Weil es tatsächlich so viel bringt. Und ja, einfach so eine Art stabiles, sicheres tägliches Einkommen ist. Also wenn alles andere schief geht, Clockworks droppt nichts, Dungeons droppen nichts, ihr droppt keine Set-Teile, ihr droppt einfach gar nichts. Oder habt auch keine Zeit zum Leveln, dann ist das immer so ein Mindestding, was man sich jeden Tag holen kann, wo man sagen kann, okay, ich habe heute irgendwie nicht viel erreicht oder heute war irgendwie ein schlechter Tag, aber ich habe zumindest die Tower Dailies gemacht. Und dann ist das immer so eine Mindestmarge, die man erreicht hat und das ist dann eigentlich immer ganz, ganz nett. Und ja, ich denke mal, damit haben wir alles Wichtige abgesprochen. Ihr merkt schon, ich habe doch immer wieder was gefunden, was hinzugefügt wurde. Ja, man probiert immer vorher, sich das so zu überlegen, aber wenn man es dann einmal komplett durchspricht, fällt einem dann doch irgendwie immer noch mal was ein. Aber ich denke, das war für den einen oder anderen vielleicht ganz aufschlussreich. Vor allem mit den ganzen Sachen, was man noch beachten kann, soll oder muss. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall selber ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Fly Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.